Es ist soweit. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das Video anfangen soll. Erstmal muss ich meinen Standardspruch bringen. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, es war ja soweit, dass ich ein Auto abgegeben habe, weil ich mir ein anderes Auto schon lange ersehnt habe, beziehungsweise hatte ich ein Traumauto, was ich mir schon lange einmal kaufen wollte, aber es war halt nie das Geld da, dass ich mir ihn hätte kaufen können. Jetzt ist es soweit, kriege ich gleich Gänsehaut. Er ist da. Ich werde ihn euch auch gleich zeigen. Ich denke, einige werden auch schon wissen, um was es sich für ein Auto handelt. Wir werden jetzt auch gleich in den Porn switchen. Ich sage gleich vorneweg, bitte erschreckt euch nicht, aber ich erkläre euch nach den Carporn, wovor ihr euch nicht erschrecken solltet, aber das werdet ihr auch gleich sehen. Auf geht's. But we got sticks for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young bitch. Da ist er! Ja, Direkt Totalschaden. direkt, ich habe mir einen kompletten Totalschaden M4 gekauft. Nein, das war auch jetzt das, was ich gesagt habe, bitte erschreckt euch nicht. Das Auto war einen Tag da und ich musste es gleich auseinanderschrauben. Ich konnte nicht warten, bis wir das Video anfangen. Ich glaube, den Tag hattest du auch irgendwas zu tun. Ich habe ihn direkt auseinandergeschraubt, weil der hatte in der Stoßstange ein paar Löcher gehabt, die wollte ich halt zumachen lassen und ja, deswegen keine Rathausschalen drin, auch so die Plastikteile sind auch beim Lackierer, die sind glanzschwarz geworden. Aber erstmal zum Auto. M4, mein absolutes Traumauto gewesen, wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich hatte als allererstes einen 420D, dann habe ich den verkauft, dann habe ich mir einen 435 gekauft, dann habe ich den verkauft, weil ich mir eigentlich da schon den M4 kaufen wollte und habe dann aber angefangen, meinen E36 komplett aufzubauen, weil der mir wichtiger war als, ja, M4 Competition ist es geworden. Baujahr 2017 angemeldet, seine Zulassung hat er 2018 bekommen, ist also noch einer der letzten Modelle ohne OPF, das war mir sehr wichtig, dass da hinten noch ein bisschen was rauskommt. Alles original, an dem Auto ist nichts dran gemacht. Wir werden ihn uns auch gleich nochmal zusammen von unten anschauen. Da könnt ihr euch, es ist wie gesagt ein deutsches Auto. Das Einzige, was mich halt wirklich gestört hat, ist, dass er ja, schon im Salz bewegt wurde. Aber das lässt sich halt bei deutschen Fahrzeugen dann nicht vermeiden, es sei denn halt irgendjemand möchte den dann doch nicht im Winter fahren und nimmt ihn nur als Sommerfahrzeug. Wunderschöne M666, mein absolutes Lieblingsrad. Den hatte ich damals auch auf meinem 435. Ich kann euch mal die Bilder einblenden, dass ihr seht, ja, wo ich es gerade noch sehe. Ich habe die ja auch gleich ausgebaut und hier hinten, wegen dem Wischwasserbehälter, da brichst du ja auch halt die Finger. Aber mit meinen kleinen Händen geht's. Ja, das ist so mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe nämlich heute Geburtstag. Heute ist der 6.3. und das war halt so mein Geburtstagsgeschenk, was ich mir so selber gemacht habe. Wir schauen mal unter die Motorhaube, denn es war nämlich gar nicht so einfach, einen unverbastelten, unfallfreien M4 zu finden. Das war echt eine lange, harte Suche. 50.000 Kilometer hat der jetzt runter und es ist wirklich alles original. Also ich möchte den auch ehrlich gesagt erstmal original fahren. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich optimieren möchte. Jetzt zum Beispiel wie die Boost Pipes hier oben, die sind ja original aus Plastik. Da gibt es die Variante aus Carbon, aber jetzt so leistungstechnisch möchte ich hier erstmal nichts machen. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, nochmal ein Video dazu machen, wie
ja, auf was man vielleicht so achten sollte beim S55, weil das finde ich auch sehr interessant ist, wenn man sich, vielleicht will sich ja irgendjemand auch einkaufen und ich finde es sehr interessant, auf was man da so achten sollte, denn bei denen, die wir uns angeguckt haben, Halleluja, also da muss man schon echt auf einige Sachen Acht geben. So schaut er von innen aus. Also ich liebe die Sitze. Absolut wunderschön. Schöner Innenraum mit den Carbonleisten. Und hier ist auch schon mein Kennzeichen für das Auto. Eigentlich wollte ich auch wie beim M3, da habe ich ja S54, eigentlich wollte ich S55, das gab es aber leider nicht mehr. Das habe ich das allererste Mal auf einem Auto von mir meine... Liquimoli, nein. Meine Initialen. Lisa Jasmin 7. So schönes Kennzeichen, aber irgendwie stört mich, dass das hier ein bisschen, keine Ahnung, hätte... Ich kann dir ein Stück rausflexen, wenn du willst. Ja, und dann wieder nah dran sitzen, das wäre schön. Nee, also ich bin absolut in love mit diesem Auto. Ich bin gespannt, wenn ich ihn fahre. Ah, ich habe schon eine Sache, habe ich schon getuned. Ich habe meinen Namen drauf geklebt. Das gehört immer irgendwie für mich so auf meine ganzen Autos drauf. So, jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das deutsche Auto einmal von unten an, wie der von unten ausschaut. Was ich auch noch gemacht hatte, als allererste, ich hatte noch die Sitze ausgebaut und habe ich das komplette Auto von innen einmal komplett gereinigt, weil ich es nicht mag, wenn das Auto schon mal vorher jemand hatte, dann möchte ich das halt so clean wie möglich übernehmen, bevor ich das dann fahre. Und dann habe ich ihn noch einmal geputzt und abgeknetet, denn der geht morgen schon zum Folierer und bekommt eine andere Farbe. So viel habe ich jetzt schon mal gespoilert. So, schauen wir uns den mal einmal von unten an. Ja, deutsche Fahrzeuge, die einmal oder schon öfters im Salz gefahren sind. Und was ich gestern, als ich ihn hochgenommen habe, auch einmal gesehen habe, du filmst schon wunderbar dahin. Da hat sich schon mal jemand an der Abgasanlage ausgetobt. Wahrscheinlich hat irgendjemand einen anderen Endschalldämpfer gefahren. Was für ein... Keine Ahnung, mir wäre es lieber gewesen, wenn die Abgasanlage einmal noch komplett gewesen wäre, ohne dass da jemand schon einmal rumgebastelt hat. Das ist das Einzige an dem Auto, wo schon mal dran was gemacht wurde. Was wir jetzt auf jeden Fall einmal noch machen werden, wir werden jetzt den kompletten Unterbodenschutz, alles bis hier vor, einmal demontieren, denn ich werde dieses Auto nicht im Salz bewegen, deswegen machen wir den ganzen Unterbodenschutz ab und werden den einmal komplett von unten waschen und schön einwachsen, einfetten, dass ja, sowas hier, so rostige Sachen nicht mehr entstehen, nicht mehr kommen. Und das ist so das, was ich jetzt auf jeden Fall heute noch machen werde. Und dann ist so das, was ich am Auto von unten machen wollte, eigentlich schon erledigt. Ich hoffe, ihm geht es dann gut, weil sowas stört mich irgendwie extrem. Das finde ich schon bei den Japanern dann besser, wie die von unten ausschauen, ist schon geil. Aber man kann jetzt auch nicht darüber meckern, es ist echt ein Top-Auto. Ist mein Traumauto, den Wunsch, den ich mir jetzt erfüllt habe. Bin echt happy damit, bin dann gespannt, wie der Sommer mit dem Auto wird. Und, Entschuldigung, bevor ich es vergesse, ich hatte euch ja mal MyHood vorgestellt. Das ist eine Plattform für private Schrauber und für berufstätige Kfzler. Ich habe dort unter anderem zum Beispiel auch einen Club, wo ich weiß, dass ganz viele von euch immer fleißig mitkommentieren und auch Bilder posten und auch ihre Autos posten. Und die gab es ja, MyHood gab es bis jetzt nur als Webversion. Und jetzt gibt es MyHood auch als App. Und wer schon mal zum Beispiel bei mir auf meiner Seite war, ich habe da auch meine ganzen Autos angelegt, vor allen Dingen den 190er. Das Projekt begleiten wir ja auch mit MyHood. Und das Coole ist, dass es das halt jetzt einfach als App gibt. Und da wären wir beim Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!